Da sind wir wieder. Nach einer etwas längeren Winterpause zum nächsten Hardball-Video. Asche auf mein Haupt, aber der Bau hat uns doch sehr viel Zeit geraubt. Ich werde jetzt wieder sagen, ich freue mich, aber ich freue mich eigentlich immer, aber heute freue ich mich tatsächlich besonders über meinen Gast, weil wir auch eine gemeinsame Vergangenheit haben. Gemeinsam nicht weil wir mal zusammengearbeitet haben, sondern weil wir zusammen in England waren, bei Mickey Sharp zum Beispiel, aus derselben Stadt kommen und so weiter. Aber das werdet ihr alles gleich im Gespräch erfahren. Ja, ich begrüße Heinz-Walter Meurer, den wird euch nichts sagen, alias Toto in Mönchengladbach. Das sagt vielen eine Menge. Toto, herzlich willkommen. Hi, Jörn. Toto, du bist länger dran als ich, also um einiges länger als ich. Wie alt bist du jetzt? Sagt man das? 68. 68. Ja, du bist ja schon ein paar Jahre älter als ich. Und wann hast du angefangen zu ballern? 72. 72? Ja, das waren die ersten Versuche an mir selber. Dann hat er viel früher angefangen als an dir selber. Ja, Konnte man das schon Tätowieren nennen? ja, doch. Doch? Okay. Und gewerblich, wann hast du angefangen, andere zu tätowieren? Gewerblich? Ja. Wann fing das gewerblich an? Oh je, oh je. Da muss ich jetzt überlegen. Was war denn dein erstes Studio? Aachener Straße, das kleine Ding, ne? Oben, oder? Was war das erste? Das erste war Aachener Straße. Ja, das kann ich mich noch dran erinnern, ne? Nee. Das war Odenkirchen das erste. Nee, Mühlfort kam später. Doch, 85 Odenkirchen, Mühlfort. Ja. Und dann bin ich von da rüber auf der Aachener Straße. Das kleine Ding auf dem Berg. Ja, das war zweite. Was ist das? Habe ich ganz anders in Erinnerung. Ich meine, das wäre das erste gewesen, Nee, Aachener nee. Straße. Nee, Und dann erste war Odenkirchen und das war auch abenteuerlich. Mühlfort. Ja, da hast du, ne? Wir haben uns auch tätowiert. Ich habe ihn tätowiert, er mich. Und in Mühlfort war ich tatsächlich auch mal. Ja, damals hatte ich dann ein Studio angemietet in Reit, aber nur mit Handschlag. Okay. Und dann bin ich von Schwarzwald hier rüber mit Bus und Hänger und stehe vor dem Studio und da hat das Arschloch das schon vermietet gehabt. An was anderes? Ja. Okay. Und Und dann da so bis in Mühlfort Dann gelandet? bin ich erstmal 2 Monate in eine andere Wohnung gezogen und dann habe ich das Studio in Mühlfort gefunden. Okay, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Ja, und dann, 80er Jahre hatten wir ja Kontakt. Dann waren wir eigentlich die Einzigen in Gladbach damals, die tätowiert haben, wir zwei, oder hast du noch einen anderen am Nee, Schirm? wir waren die Einzigen. Wir waren die Einzigen, ne? Ja. Ja, für die nicht wissen, Toto und ich waren in derselben Stadt und in den 80er Jahren musste man noch Kunden mit dem Lasso einfangen. Da waren, es sei denn, man gehörte einer Subkultur an. Und Toto war sogar in der Nähe von meiner Subkultur, Odenkirchen, ne? Ja. Das war ja so meine Welt und Mühlfort ist ja direkt daneben. Ja, und als ich dann entschlossen habe, auch ein Studio aufzumachen, da bin ich aus Respekt vor diesem Herrn hier tatsächlich nach Erkelenz, damit wir nicht in 2 Studios in einer Stadt haben, wo heute 57 Studios, glaube ich, Ich weiß in nicht, Gladbach. boah, was? Ich meine 57 Studios in Hilfe, Gladbach, ja, sind. Ne? Hilfe. Also so hat sich das in 30 Jahren gewandelt. Ja, jetzt habe ich tatsächlich gedacht, du hättest auf der Aachener Straße angefangen. Also Mühlfort war zuerst, dann Aachener Straße. Dann Aachener Straße. So, dann warst du ja zwischendurch immer mal, wie nennen wir das? Cannabisurlaub oder? Ja. Also Sachen, die heute legal sind, da hat man sich damals noch für in Urlaub geschickt. Ja, das war wegen Mützen einhauen. Das war wieder eine andere. Wegen Mützen einhauen. Okay. So, dann kam nach Aachener Straße kam Bahnhof oder Korschenbrocher Straße? Nach Aachener war ja erstmal Urlaub angesagt. Ja. Und dann bin ich Korschenbrocher Ecke Jena. Da war mit dem Dirk damals, ne? Ja. Was ist eigentlich mit dem? Gibt es den noch? Der hatte ein Studio in Pforzheim gehabt, aber jetzt ist das auch am Ende. Okay. Corona hat den irgendwie platt gemacht. Ne? Okay. Und wie geht's dem? Macht der noch was oder? 110 Kilo, Oh. der macht noch, aber nur noch privat. Ah, okay. Alles klar. Ja, und dann kam ja Bahnhof. Das war ja schon ein
größeres Studio, sehr präsent, auch an einer guten Stelle, fand ich. Ne? Ja, und danach Holland. Danach habe ich hier stehen, dann kam Remont mit Klaus. Da habe ich auch noch ein paar Storys erlebt, ne? Weil da war ich ja auch öfter bei euch. Ja, das Da war kann ich auch Storys erzählen, wo du dann nicht da warst, die da passiert sind. sehr Ne? interessant, das glaubt ja kein Schwein. Nee, die Storys glaubt dir tatsächlich kein Schwein. Ne? Ich meine, ich mag den Klaus, Hilfe. ich respektiere den Klaus auch als Künstler Ja. ohne Ende, aber die Pilzezeit war schon echt crazy mit dem. Ja, der hat sich, das Dumme war ja, da war mein Studio. Da drüber die Wohnung. Ja, da war eine Wohnung. Rechts von mir war eine Pommesbude und dann kam der Coffeeshop. Ja. Aber wenn du links rausgingst, warst du direkt im Pilzstudio. Ja, seine Medizinmänner hat er die immer genannt. Ne? Ja, da hat er sich dann nicht einen Pilz gekauft, Nee. sondern eine Tüte voll. Ja. Und die dann wurden- auch überdosiert Die wurden noch konsumiert. eingepfiffen, ja, war sehr schön. Also ich hatte einen Termin bei dem für die Sonne im Nacken und es dauerte ewig, bis er die Tür aufmachte. Und als er die Tür aufmachte, hatte der mit dem Teppichmesser ein Stück Teppich abgeschnitten und mit Tesakrepp, weil er seine Hose nicht gefunden hat, macht er mir mit dem Teppich aus dem Studio die Tür auf und ich habe Termin bei dem. Der hat sich auch mal aus einem Poncho aus dem Teppich gemacht. Ein Poncho. Ja, dann hat er ein Loch reingeschnitten, hat sich diesen Berberteppich umgehangen. Und er sich dann hat sich Okay. eine Mütze gebaut wie Robin Hood. Weißt du, so. Ja. Hinten mit Federn und ist dann durch Remont. Aber vorher hat er sich doch die Fresse schwarz angemalt. Ach so, damit er nicht erkannt wird. Und die meinten dann schon, da hat er schon den Namen Jecke Klaus gehabt. Ja. Ne, im Remont. Ja. Und ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Ich gucke Bei dem trifft dazu, ne? Bei dem trifft dazu. Also das waren auch, da weißt du auch gar nicht, ob du den Termin noch mal annehmen willst. Ne? Ich meine, Ja, ja, aber trotzdem hast du noch gute Tattoos. Selbst in dem Zustand hast Ja, du noch der- gute Tattoos gemacht. ja Ne? klar. Der ist Das durch war und ja- durch Künstler. Ja, der war Künstler durch und durch, auf jeden Ich Fall. habe 2 Stück von ihm hier. Naja, ich habe 3 und das da auch noch. Ich habe noch mehr, ne? Aber dann saßen wir da und da sagt er, willst du was mitessen? Da hat er da Reis ohne Soße mit rohen Möhren. Ja. Ne? Das war Klaus. Und dann, Den konntest du irgendwo mit einem Sack Sonnenblumenkerne und 10 Liter Putzeimer voll Wasser hinstellen, da kam der 2 Wochen mit klar. Lebenskünstler. Kein Ja, Witz, ey. aber wirklich Künstler durch und durch. Ich weiß auch, du hast ja noch dein Moped hinten durchstehen gehabt. bin das So, und der Studio hatte eine weiter. Kerze an und dein Moped war in groß auf der Wand. Ne? Und am nächsten Tag hatte ich wieder Termin für die Wade. Da komme ich an, hat er dein Moped auf die Wand gemalt. Da hat er den Schatten nachgemalt, da war dein Moped auf der Wand. Ja, der hat Riesengroß. noch ganz andere Sachen gemacht. Erzähl. Als das ziemlich am Ende war, ich hatte ja noch das Studio in Gladbach zusätzlich. Zusätzlich, ja, da So, weiß ich. da war der Dirk dann drin. Und dann musste ich, es ging nicht mehr. Es ging nicht mehr, ne, unmöglich. Der hat da Leute zum Beispiel gesagt, ist ein riesen Leguan auf dem Bein. Und dann hat er irgendwas, sagte der irgendwie, ja, aber das da, ey, du brauchst ja beim Klaus nicht rummosern. Die Arbeiten waren mega. Und da furzt der da irgendwo rum. Dann hat er so gemacht, hat die Maschine so ins Bein reingehauen. Du kannst jetzt gehen. Fertig. Das kannst du ja heute mal machen, ne? Ja, das Geilste war, nachdem ich weg bin nach Gladbach, bin ich 2 Wochen später wieder dahin. Wollte mir nur das Studio mal angucken, was Klaus da so macht. Und ja, dann, jetzt kein Witz, was jetzt kommt, ist knallhart. Der hat alle Schaufenster mit Bretter vernagelt, auch oben die Wohnung, überall waren Bretter in den Fenster genagelt. Dann bin ich unten reingekommen, da lag ein Sechseck mit Balken, das Studio war riesig, Ich weiß das. War ein ja Sechseck aus Balken, in der Mitte eine Feuerstelle, im Studio. Innen drin. Ja, hinter der Theke, da waren 3 oder 4 Afrikaner Körbe am Flechten. Okay, auch noch gut. Das war Das ja waren die mein, Medizinmänner. ja, das war mein Arbeitsplatz damals. Ne? Und Okay. wenn du denn hinten reingegangen bist, da war ein Tisch, der war so groß wie der hier, der lag so hoch voll mit Gras. Da war auch so eine Horde, das am Abstopfen und am Wiegen. Ne? Und das ist es. Aber am geilsten war, oben war die Wohnung und Klaus musste duschen.
Jetzt war das nicht okay so, die Dusche. Klaus möchte gerne nachts beim Duschen in die Sterne gucken. Was macht man da? Man nimmt 4 Quadratmeter Flachdach raus. Dann kannst du in der Dusche Nein. in den Himmel gucken. Doch. Hast du die 4 Quadratmeter Dach da rausgerissen? Ne? Nein. Doch. Ja, geil. Ja. Also das sind schon... Ach, ich stundenlang Ja, nur erzählen. ja, Das Klaus war ja früher beim Ralf. in Düsseldorf, bei Feinlein, bis ins Unendliche ausgebucht. Der Druck wurde ihm ja auch alles zu groß. Ne? Und verstehe ich auch, ohne Scheiß. Ne? So ein guter Künstler, der war halt zu der Zeit auch herausragend. Der Druck ist schon immens. Der Ne? hat zu mir gesagt, er tätowiert nur, um seine Kunst zu finanzieren. Tätowieren ist eigentlich nur Okay. Mittel zum Zweck gewesen. Ja. Jetzt reden wir ein bisschen über Tätowierungen oder Tattoos. War früher alles besser? Ich meine, so Storys werden wir heute nie mehr erleben und so rausragende Künstler wahrscheinlich auch nicht, aber das ist natürlich auch der Masse geschuldet. War früher alles besser? Oder sagen wir, was kotzt dich am meisten an heutzutage? Dass das so in den Kommerz gezogen wurde, das finde ich scheiße. Okay, aber war an einer gewissen Stelle für uns ja auch gut. Ja. Ne? Ich meine, wo ist Anfang und wo ist Ende? Ja, weißt du, mit den Internationalen damals so, die erste, ich sage jetzt mal neu, ist dieses riesen kalte Buffet. Eine Convention später war es nur noch halb so groß. Noch eine Convention später gab es nur noch einen Teller Erbsensuppe mit einer Wurst. Ja. Das fand ich zum Beispiel scheiße. Gut, aber das ist auch dem Kommerz des Veranstalters. Ne? Da wird irgendwo eingespart, damit man mehr Kohle generiert. Es werden mehr Stände verkauft und so weiter. Ne? Man merkt, da kann man Geld machen. Aber ist natürlich. Also bei der ersten Convention war der Augenmerk nicht auf der Kohle. Da war es einfach nur in einer Nischenbranche eine gute Convention hinzukriegen. Ja. Ne? So, da gab es ein großes Buffet, da gab es günstige Stände. Und als man dann gemerkt hat, da kann man Geld mitmachen, ging das alles ein bisschen runter. Ne? Ja, und jetzt ist ja ganz schlimm. Ich gehe nicht mehr auf Nein, Conventions. ich Ich auch will noch nur nicht mal als- mehr gucken. Ne? Noch nicht mal mehr zum Gucken. Ja, muss ich als Supplier, natürlich, klar. Beim Andreas ja, ne, in Aachen, aber sonst auf die anderen habe ich keinen Bock mehr. Ja, ja gut. Jetzt, ne? Und dann die Sachen, die gelaufen sind. 97, 2 vorbereitete Rücken eingebracht. Wo sind die abgebildet worden? In fast jeder Zeitschrift. Postkartenformat groß. Und dann wieder ein Specki und Bootsmann bei mir in den Laden reinkommen. Ja, Toto, ich habe verloren gegen Leute, gegen Rücken, Southwest-Tattoo, 11 Jahre alt, sowieso ein Schmierfink, finde ich. Ne? Und da verlierst du dann gegen. Und die kommen dann 2 Wochen später an, ja Toto, wir haben schon für dich überlegt einen Sonderpokal. Ich habe dann gesagt, den könnt ihr euch in den Arsch schieben. Ja. Und da war der Punk, da fing der Punk mit den an. Ne? Ja, Da kann ja man gut, aber diese Bewertungen da, die waren ja auch, also die waren ja surreal. Da ging es ja um Vetternschaften und Ja, da ging es ja gar Kacke. nicht um die Kunst. Ja, Das ist scheiße. So. Erzähl mal so die krasseste Erfahrung mit einem Kunden. Erstmal die positivste. Also was dich so... Ja, das sind zigtausende gewesen. Ich weiß nicht. Das ist jetzt. Und die negativste, also die krasseste? Also ich weiß noch, ich glaube, das Studio am Bahnhof war das, wo dem Kunden schwindelig wurde und du sagst, geh mal frische Luft schnappen und der fällt vorne über und haut sich die ganze Fresse platt. Nein, der hat sich nicht die Fresse platt Sondern? gehauen. Der ist. Speiche hieß der, ne? Der war lang und dünn vom Motorradclub. Ja, Und dem ist immer schlecht geworden. okay. Aber der hat tatsächlich weitergemacht. Ich wusste schon, der kommt. Der kackte wieder ab. Ne? Es war Dirk und viele waren im Laden und da kam Speicher, ich habe Speicher auch tätowiert, das gleiche Spiel. Ich sag Füße hoch. Nein, ich brauche frische Luft. Aber das ist ja nicht der Einzige gewesen mit der frischen Luft. Ja. Der geht raus und was interessant war, wir waren ja alle drin. Der drehte sich und ist dann genau mit der Fresse vor die Scheibe. Ach so. Und dann, weißt du, die Nase so, ne, die ganze Schnauze so anziehen und ging so darunter. Ne, und wir da drin, als da nicht noch der Rotz an der Scheibe hing. Der musste da raus, die Straße war abgefahren. Wäre der jetzt nach hinten gekippt?
Hätte wir es ausgehen können. Ne? Ja, hätte er auf der Straße gelegt. Da gab es leider noch keine Handys. Wahrscheinlich hättest du das direkt Boah, gezückt. wenn, ich, Ne? das, Wenn du dann auf Video ja, hättest. mega. Mega. Okay. Nee, und dann, ja, dann war noch, was ich auch immer gerne erzähle, ist Folgendes. Ich habe einen hier einen Schlangenkopf gemacht. Und der kam eine Woche oder zwei später wieder ins Studio. Das Ding sah aus, als ob das ein Faulen wäre. Okay. So. Hat man noch nie gehabt. Also fängst du an zu bohren. Was kann sein? Ich hab bestimmt 20 Minuten alles abgefragt. Habe ich alles so gemacht, wie du gesagt hast? Bam, 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 bam. Studio mal wieder voll. Dirk auch da, klar. So. Und dann fiel mir nichts mehr ein. Dann sage ich, okay, zum Schluss sage ich, wie alt war denn die Vaseline? Die er da drauf geschmiert hat. Dann sagt er zu mir, die habe ich schon 5 Jahre auf dem Nachttisch stehen. Da sag ich, da hast du deinen Schwanz reingesteckt und bist dann über deine Alte her. Und da kriegte der so eine Bombe, und so war es auch, ne? So eine Bombe, alles in Lachen, zack, raus, den habe ich nie mehr gesehen. Ne? Nie mehr, ja. Ja. 5 Jahre alte Vaseline. Ne? Ja, aber das sind so Storys, die ich meine. Ne? Also jetzt gerade auch habe ich eine Familie, wo ich 4 Generationen tätowiert habe. Ne? Also wirklich 4 Generationen. Ne? Und das ist halt auch mega krass. Oder ich habe ja auch Anfang der 2000er angefangen mit Brustwarzenrekonstruktionen und so. Und wenn du dann so handgeschriebene Briefe von den Partnern oder Männern kriegst, ne, die sich bedanken, dass wieder Lebensfreude in der Partnerin ist und die Beziehung wieder läuft und so, das berührt einen schon. Ne? Also wir können durch unsere Tätowierung schon einiges auslösen. Ne? Ja, da habe ich damals auch eine Frau mit Brustkrebs gemacht. Und da haben sie dann Implantat reingepackt. Der auch. Aber dann wie so ein Winkel geschnitten. Und die Brustwarze, die war nicht mehr rund, die war oval. Das habe ich dann auch gemacht. Die habe ich 3-mal kommen lassen. Musste die eine ein bisschen vergrößern, dass das einigermaßen gleich aussieht. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, meine Frau ist ans Telefon und meint, ja, hier ist eine Ärztin, ja, von wegen Brustwarzen. Dann dachte ich schon, ich habe alles richtig gemacht. Das sitzt und was ist da? Und dann bin ich dann ans Telefon und dann meint die, haben Sie das gemacht? Und ich denke schon, jetzt kommt dann eine Scheiße. Ich sage, ja, das habe ich gemacht. Wieso? Ja, ich habe das ganze Wartezimmer voll sitzen. Ich habe es aber nicht mehr gemacht. Da hätte man sich darauf spezialisieren können, ist eine tolle Sache. Nur, wenn ich so das anfasse und du fühlst das Implantat, ich mache es heute noch. Ich mache sehr viel. Da habe ich schon gar keinen Bock mehr reinzustechen. Nein. Irgendwie. Ja gut, so tief kommen wir ja gar nicht. Ist mir klar, aber ist mir klar, ist dass halt der nicht so tief Kopfsache kommt. auch, ne? Genau, Ja, Kopfsache. ist halt Und deswegen habe ich das nicht mehr weitergemacht. Ja. Naja. Natürlich, warum ich dich eingeladen habe, sind natürlich die alten Storys. Da haben wir jetzt auch schon ein paar von gehört. Aber unvergesslich ist ja unser beider Trip nach Birmingham. Ja, so, also für die jüngeren Tätowierer, damals konntest du keine Farbe kaufen irgendwo oder irgendwo online bestellen. Nichts. Da gab es nichts, konntest du keine kaufen. Nadel, gar nichts. Ja, nichts. die haben wir selber gelötet, die haben wir selber auch noch ausgekocht stellenweise. Ja. Ne? Ultraschall kannte Ja, auch noch und keiner. von wegen Nadellötschick hatten wir auch nicht. Das wurde mit der Hände gemacht. Ja. Man nahm sich dann da 7 Nadeln, dann wurden die mit Mit einem ätzenden Tropfen, genau. Ne? Und dann festgeklebt. Oh nee. Ja, so haben wir das aber gemacht in den 80er, ne? So war's. Stimmt. Und keine Magnums. Nee, Magnums gab es gar nicht, die kamen Anfang der 90er erst. Das hat mir das Nadellöt Gab es denn schon Flats? Flats Flats ja, gab's, Flats, aber ja nur Flats. Das ja, war nur aber scheiße. Flats, Das sind genau. ja eigentlich Fleischschieber. Ja, Nee, stimmt, das war ein Fleisch in einer Reihe gelötete Fast, Nadel. Wenn du da zu tief warst, Junge, hattest du mal einen Cut. ja, Kacke, nee, das war schon. Und dann hat der Ralf dem Dietmar Wurst, das Nadellöt-Geheimnis Verraten. Magnum Spreiz. Ja, und der sofort ans Telefon. Toto, ich weiß jetzt, wie das geht. Ja. Wann war das? Auch Mitte 80er? Ja, wie das gerade anfing. Und dann musste es ja mit diesem Nylonfaden. Weißt du, durch jede durch, ne, und dann spannen das Bis man Papierchen. später auf die Rasierklingen gekommen ist, ne? Da war es dann. Ich habe immer mit Nylonfaden Ja? gemacht, die Rasierklinge und dann ein Stück Papier zwischen. Ne? Ja. Und dann
bis ans Papier gelötet. Ja. Du guckst ja, wie weit. Alter, was für eine Arbeit, ne? Ja, Wer schön. damals gemacht hat. Ja. Lustig. Also Farben gab es gar nicht und dann haben wir den Mickey Sharp in Birmingham angerufen und dann sagt er, ja, müsst ihr vorbeikommen, Jungs. Ja. Ich schicke euch keine Farbe. Ne? So, also wir dann verabredet, so Flieger gebucht. Ich weiß noch, wie du am Bahnhof ankommst und ich gucke so an dir vorbei und sag, kommt da noch einer mit deiner Tasche? Und du so, was für eine Tasche? Wir sind doch morgen wieder zurück. Du hast gar nichts mit. Ja, nee. Und ich für eine kleine Tasche. Dann mache ich weiter noch so. Wenn ich irgendwo bin, dann kaufe ich mir da ein paar T-Shirts, ein paar Unterbüchsen, dann ist der Käse für mich gegeben. Aber ich weiß noch, wie ich mir am nächsten Morgen die Zähne geputzt habe. Ich bin fertig und du guckst auf mich und meine Zahnbürste und ich sag, vergiss es, Junge, vergiss es. Dann bist du noch in Unterhose zur Rezeption und hast deine Zahnbürste geholt. Da war ich war vorher schon mal in Birmingham 2-3 Mal. Da bin ich mit dem Besteck hin, so hieß der. Und weiß ich mit dem Englisch, ne, scheiße. Ne? Und wir dann da in ein Zimmer rein, in Dover, ne, und dann ankommst da, Kreidefelsen und so. Und dann, mein super Englisch. Und ich dann dahin, sag ich an der Rezeption, one room for two guys. Und die haben wir Gays verstanden. Gays verstanden, ja. Haben wir das rosa Zimmer gekriegt. Ich komme in die Bude rein. Ich sag, die denken, wir wären schwul. War alles rosa. Und ich weiß noch, als du zu mir im Flieger sagtest, unwissend, dass ich gut Englisch konnte, wenn ich irgendwas wissen muss von dir, dann soll ich dich fragen mit Englisch. Ne? Hast du noch zu mir gesagt, ob das jetzt ironisch gemeint war oder nicht. Und dann hast du Tubes bestellt, am nächsten Tag bei Mickey Sharp. Dann hast du Tubes bestellt, 5 Stück, weiß ich noch. Und der Typ kommt wieder und sagt, oh, sorry, I have only 3 left. Und du so, no, I need it for the right hand. Da lag ich an der Erde, ey. Das war der Hammer, ey. Der Typ konnte auch nicht mehr, ne? Ja. Das war der Hammer, ne? Und dann haben wir brauchten hellblau und dann kam, 1 Liter hellblau. Ja, diese großen Bullen. Was war das, 800 Milliliter? So waren die und so dick. Und dick? Ja, klar. Ja, da war Ich weiß ja noch, da wir einen Koffer gekauft, du hast ja keine Tasche mit, dass wir noch einen Koffer gekauft haben, wo wir die reingetan haben, ne? Die scheiß Pigmente haben wir nachher nur noch gekauft. Ja. Ich habe nachher selber gemischt. Ja. Das sah der Radl immer aus. Ja. Weißt du noch, diese überdimensionalen Flipcharts, die der in der Mitte vom Studio hatte? Und dann hatte der ja dieses ABC mit den Preisen an der Wand und an jedem Ding war so ein Buchstabe, konntest du genau gucken, was kostet und du sagst, das. Aber das waren ja echt Dinger, die musstest du mit 2 Mann, so riesen Dinger, weißt du nicht mehr? Ja, der hatte schon. Ja. Ich habe eine Maschine von dem bekommen, ne? Ja, ich hab noch originale T-Dials, ne? Handsigniert. Und Seine hat er mir gegeben. ja, Seine und Maschine. mir hat er ja ein Originalflash, was beim Andreas im Museum ist, Hatte ich noch auch. geschenkt von der Wand, hat er dir auch gegeben? Ich so ein habe es ja weiter Originalflash? verschenkt. Ne? Okay. Ja, ich habe es nur verliehen. Ja, wenn ich das gewusst hätte, ne, Hättest du behalten, ne? hätte ich es Andreas Ja. gegeben. Ne? Ich hatte noch eine Visitenkarte von Schweikart. Die hängt im Museum beim Andreas. Ja, ne? das Von ist, 1978. Ja, das kann sich ja keiner mehr vorstellen. Ne? Zu unserer Zeit, als wir uns entschieden haben fürs Tätowieren, wen gab es? Den Zalle in Köln, den Ralf in Düsseldorf. Für mich Wir beide. für mich war klar, wie ich das gesehen habe damals, Schweikart, Bergisch Gladbach. Die Sachen, die da hingen, das kann kein Mensch tätowieren, sowas. Das ist unmöglich, das geht nicht. Ne? Und dann bin ich da rein, wollte ich wissen. Ne? Okay. Habe ich das ein Besseres belehrt worden. Ne? Ja. Der war 2-mal Weltmeister und ich habe den ja damals gefragt. Ich sage, warum gehst du nicht mehr? Ja, gewinne ich doch sowieso, was soll ich da? Ja. Das ist Aber das war Ja, keine ja. Arroganz bei ihm. Nee, Ne? nee, Das, nee, war weiß ich. das war einfach eine Feststellung Ja. bei ihm. Ne? die anderen waren Neandertaler dagegen. Ja, alle. Also so habe ich mich ja in Berlin habe ich neben Bernie Luther gesessen, 91, ne? Da kam ich mir auch vor wie so ein Neandertaler. Ne? Dachte, ich könnte das einigermaßen, aber da bin ich da auch eines Besseren belehrt worden. Ja, Bernie. Ja. Ich habe dann irgendwann die Schnauze voll gehabt. Das war in Österreich. Da wollte ich alles aus dem Fenster schmeißen. Stimmt, du bist ja dann nach Österreich und danach auch mal in die Schweiz, glaube ich, ne? Nee, Oder wolltest du? Ja, das waren 5 Kilometer, ne? Ach so, deswegen okay. Liechtenstein und so. Ne? Ja. Nee, dann wollte ich alles dran Da gehen. wolltest du ganz aufhören. Ja, Schnauze voll. Und da meint meine Frau zu mir, jetzt machst du nur noch 6 Stunden am Tag, anstatt 8 oder 10 Stunden. Und
Das kann sich heute keiner mehr vorstellen, dass wir 10, 12, 15 Stunden tätowiert haben, 7 Tage die Woche. Das kann sich überhaupt keiner mehr Ich vorstellen. habe manchmal morgens um 6 aufgehört, Ja, in Holland. ja. Ja klar, und ich war dann immer gut zugedröhnt. Ich habe auch meine ganzen Pokale Stone gewonnen, muss ich ja auch mal sagen. Ne? Ja. Weil ich habe 35. Ja, das war ja auch so Jargon. Der Toto ist zwar dicht, aber dann ist der am besten. Tja, Hat man ja gehört, ne? Hier und da. mache ich heute noch. Bei jedem Kunden aber. Mit 68. Ja klar, Ja, geil. ich fahre wohl kein Motorrad mehr, wenn ich geraucht habe. Nee, das ist auch, da gefährdest du auch andere mit, ne? Aber ey, ich weiß noch, kannst du dich an die 2 Jungs erinnern, wo du diese tanzenden Indianer in einem One-Shot auf dem Rücken gemacht Ja. hast? Wo ich gesagt habe, wie kann man das in einer Sitzung machen? Tja, Ne, das waren so große Indianer, tanzen Indianer auf 2 Brüdern. Einen Tag den, ey, da hätte ich das waren 1,5 Wochen für gebraucht. 2 Stück. Der eine waren 2 Wölfe, die aus dem Nebel kamen und darüber dieser Falke mit einem Indianerporträt im Himmel. Und der andere war dieser Regentänzer. Dieser Regentänzer mit so einem riesen Genau, ja. dann diese Bullenschädel da. Die hast du später drunter Ja, die gemacht. hab ich Aber später, genau. die Indianer hast du an einem. Ja. Wahnsinn, ne? Und du hast ja da, das, was schwer reinigt, jedoch schwer wieder raus, ne? Ja, das ist ja richtig mit richtig Gummi. Ne? Ja. Können die Feinliner, die das Haut in die ersten 2 Hautschichten hauchen, sich gar nicht vorstellen. Auf irgendeiner Convention. Das war Frankfurt, 96. Da habe ich ja gewonnen. Mit dem Harley-Motor, mit dem Adler. Ja. Ich bin dann noch mal kurz zum Till rüber und ein Päuschen. Und dann sehe ich Till, die Maschine auf dem Rücken und nimmt die so und macht so bei dem. Ey, solche Wege. Ich sag, was ist das denn? Muss ich auch ausprobieren. Sofort zu meinen Fuzzi da. Ich sage, jetzt geht das schneller. Jetzt geht das schneller. Der war vollkommen am Arsch. Dass ich und jetzt nur noch das Weiß, hau ab. Ich sag, du musst da hoch. Ich gehe jetzt ohne Weiß, hat er gewonnen. Ne? Ja. War vielleicht sogar besser. Ja, weil das nicht mehr so blutig war. Ja, halt, ne? Ja. Weil heute die Substanzen, die sie da heute drüber knallen, damit das sofort aufhört zu bluten, die habe ich damals auch noch. Vollkommen irre. Ja. 10 Zentimeter Ja. Weg. Aber hat Till damals so gemacht, tatsächlich. Ne? Ja. Hast du denn noch Hoffnung für die Tattoo-Branche? Und wie lange wirst du noch Teil davon sein wollen? Bis jetzt läuft das noch alles sehr gut. Und ja, klar geht das weiter. Ne? Wie? Vielleicht Kleine Prognose? Back to Underground oder Ja, meinst du? ja. Wenn das so hier bleibt, wie es jetzt ist, werden viele sich zurückziehen in die Dachmansarde oder in den Keller. Ne? So wie es früher war. Ja. Gut, aber heute haben sie dann Kunden, mit denen sie sich zurückziehen. Dann ist das auch einfacher, als aus einer Dachmansarde oder im Keller sich einen Namen zu machen. Ne? Das ja. Ja. Aber du siehst ja selber, ne? Ja, Was das alles, guckst du dir an jetzt in Gladbach, die können die Mieten nicht mehr bezahlen. Ist ja, das ist ja auch. Und komischerweise sind die jetzt alle von 3, 4 Monate runter auf 2, 3 Wochen. Ja, Nicht auch so die richtig gut sind. Ja, komisch. Ne? Ne? Ich meine, ja gut, aber das ist ja nicht nur der Wirtschaftskrise, das ist ja auch der Überfluss. Ja, also guck mal, zu unserer Zeit, wenn einer tätowiert war, hat er Aufsehen erregt. Heute erregst du Aufsehen, wenn du nichts hast. Ja, das, Ne? So, da ist ja auch der Überfluss, ist ja auch dem geschuldet. ja, aber das wird bleiben. Das gibt es seit Tausenden von Jahren, das bleibt. Ja, wird nur zurückgehen. Ne? Also da werden, ich sag ja auch, also ganz kleine Studios werden vielleicht überleben mit ihrem Kundenkreis und große, gut geführte Studios vielleicht auch, aber dazwischen wird dann auch Niemandsland. Ne? Also mit den Conventions auch. Wir haben aufgehört, Conventions zu fahren, weil auch die Veranstalter dazu übergegangen sind, komischerweise kommen nicht mehr so viele und bezahlen Geld, um andere Menschen arbeiten zu sehen. Ne? Das war sowieso immer ein Phänomen, warum die Conventions für mich so voll waren und die Leute 20 € Eintritt bezahlt haben, um anderen bei der Arbeit zuzugucken. Ja, aber das geht jetzt weg und jetzt sind die Veranstalter hingegangen und machen die Preise von den Suppliern höher, die alle nichts mehr verkaufen, ja, weil keiner braucht da mehr mit Tüten nach Hause laufen, wenn du auf Knopfdruck am nächsten Tag alles geliefert kriegst. Ja? So, und dann horrende, unglaubliche Preise für Supplier, die überhaupt keine Chance mehr haben, überhaupt da mit einem
mit einem Euro plus rauszugehen. Also ich habe auch aufgehört, Conventions zu fahren. Das hat sich auch komplett aufgeregt. Und ich kenne auch die Leute gar nicht mehr, die da sitzen. Nee, ist alles. Weil jeder, der was auf sich hält, den ich kenne, der geht nicht mehr auf Conventions, wie du auch gerade Für sagst. die ersten 10 Jahre war das doch fast so eine eingeschworene Clique Familientreffen. von 130, 140 Leuten. Ne? Ja, 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 aber dann hast du immer diese Trüppchen. Ne? ja. Ja, aber Hat sich alles verändert. Hast du deinen Stil eigentlich immer beibehalten oder hast du auch Ausflüge oder Versuche so in andere Sachen gemacht? Ich weiß, dass du ein guter Allrounder bist, du gehst auch an alles dran, aber so deinen Stil, also den hast du natürlich auch verändert dann. nee, das ist. Aber bist du deinem Stil treu geblieben oder hast du mal versucht, andere du Stile? musst dich ja schon umstellen, schon allein von den Maschinen her. Du kannst mit so einem Pen nicht so arbeiten wie früher. Ja, mit toll. unseren Nein, Dingern, nein, ne? nein, ganz- Weißt du, manchmal sagst du den Leuten, guck mal hier, ne? Das sind 5 Volt. Früher ging er zack hoch auf 13 und Ja. mit dem Prügel. Ne? Das, Gut, aber das hat auch mit dem Weg zu tun, von dem Schlag. Ne? Wenn du eine Nadelstange hast, wo du so einen langen Weg hast bis zur Nadel, das ist ja ein ganz anderer Punch, als wenn was auf so was Kurzes haut. Sag ich ne? auch mal, der das Schlag- ist das andere der Tattoo. Schlag macht das, ne? Dieser Ja, ja. Hub. Oh, ja, nee, so. Die Convention habe ich eigentlich, für mich waren die eigentlich wichtig, ich wollte auf jeden Fall gewinnen, das ist mir klar. Okay. Und das andere, was halt gut war, ich habe halt, ich sage immer, Augenraub betrieben. Ich habe mich dann zum Tintin gesetzt, da war der gerade diesen komischen, wer spielt jetzt den Kommissar? Ich gucke nicht mehr. Mit der langen Nase. Wer ist denn der Müller? Von den Kölner? Ritchie Müller, Ah, der okay. Schauspieler. Ja. Der kriegte gerade hier so einen Sitting Bull, hat er den gemacht. Weißt du, da gucke ich dann zu. Mhm. Ja, Und das dem- mach ich Und so auch. habe ich mich da hingesetzt und eine Stunde zugeguckt und von jedem das mitgenommen, wo ich meine, Also diesen kompletten Farbrealisten Stars da, den gucke ich nicht mehr zu, ne? Weil ich weiß halt, ne, das ist, was der jetzt macht oder was der da oben noch drüber haut. Das ist nichts für die Ewigkeit, sondern das ist für das Foto, was der gleich machen will für Social Media. So, und da gucke ich nicht mehr zu, weil das will ich auch so nicht machen. Da lerne ich nichts. Ne? Also, oder sagen wir so, das ist kontraproduktiv zu dem, was ich gelernt habe. wenn ich heute sehe, was da heute gemacht wird mir schwindelig. Weil, Dieser Hyperrealismus, das Ja. ist ja schon Wahnsinn. ja, Wahnsinn. Aber es in steht Schwarz-Weiß. nicht. Ja, das ist die andere Sache. ja, aber wir machen ja Tätowierungen, die so lange wie möglich stehen sollen. Wenn Ja. die jetzt akzeptieren, dass es nur 2, 3 Jahre steht, aber das trotzdem machen für viel, viel Geld, Ja, wo ist denn, da war ich früher voll begeistert von diesem Realismus. ja, Jetzt gar nicht mehr. weil, Eben, weil es nicht hält. ja, Guck mal hier, das hat unser Peter gemacht, ne? ja, Enders. Der ist 30 Jahre alt. ja. Wenn er jetzt ein bisschen Feuchtigkeit drauf tust, dann sind die Farben. Sieht man die voll alte da. Haut auch nicht mehr, ne? Ja, Aber gut, ja, alles gut. Ich habe, wie gesagt, ich habe einen Paul Booth aus Mitte der 90er, ne? weiß ich. Sieht Habe ich aus, gesehen, als- wie der frisch war. Ja, es sieht aus, als hätte er den vor 3, 4 Jahren gemacht, ne? Klaus seine Sachen auch noch, die stehen auch noch prima. Ja, Und das ist alles ein bisschen grober, aber ja. Passt. Ja, und deine Freihandschädel, die erkennt man ja bis heute, ne? Also, ja, das war ja nicht nur in den 80ern, also, ne, wir beide waren die Einzigen, die in den 80ern tätowiert haben in Gladbach, aber auch als später viele dazukommen, man konnte direkt sagen, da war Toto. Ne? Ich meine, ich habe jetzt heute in der Belegschaft sogar noch Leute, die noch Freihandsachen von dir haben. Anatomisch vielleicht nicht alles so 100%, Ja, ja, aber klar. das erkennt man, ne? Das war Toto, ne? ja, das ist, wenn Sie mich fragen, ja, Stil, ich sag, was für ein Stil? Ich mal und das, was ich so zeichne und pinsel, das finde ich alles ein bisschen naiv und gut ist. Ne? Ja. Das muss den Leuten gefallen. Ja. Das muss nicht unbedingt ein Stil sein, ne? Ja, Stil. Ja. Stiel im Arsch, ja. Ja. Besenstiel. Wesenstil. Wie sieht denn deine Kundschaft heute aus? Sind die auch alle über 60 oder Nee. sind das Kinder von deinen früheren Kunden? Oder? Auch. Ja? Das ist quer durch ja, die dann, Bank. dann mache ich halt das ist auch. quer Ne? durch die Bank. Also ich mache meine alten Jungs noch und vor allen Dingen deren Nachwuchs. Aber dann können wir ja auch so schlecht nicht gewesen sein, ne? Wenn die ihre Nachkommenschaft uns anvertrauen. Ne? Eben, das habe ich auch. Ja, Zweite Generation jetzt. ja.
Was machst du denn am liebsten heutzutage? Oder lass mich anders fragen. Wie hättest du denn am liebsten, wie ein Kunde reinkommt? Fertige Vorlage oder nur fiktive Idee? Und Fertige Vorlage. heute fertige Vorlage? Ja. Weil? Egal, wo die herholen, weil ich, das habe ich ja eben schon gesagt, weil ich die Schnauze voll habe von der Zeichnerei. Ich will nicht mehr. Ne? Okay. Das ist mir am liebsten so. Ne? Weil, gut, du machst ein Stencil, davon klatsch drauf und juhu. Ne? Und dann kannst du noch, da kannst du ja dann machen, ne? Wo du Bock drauf hast. Ne? Ausarbeiten, wie auch immer. Okay. Ne? Klar, hin und wieder. Backgrounds mache ich noch so, aber Ja gut, Backgrounds haben wir ja. und ansonsten, nee. Ansonsten Freihand nicht mehr so viel. Nee, Okay. eigentlich gar nicht mehr. Nee. Eigentlich rum. Black and Grey oder Farbe? Mache ich beides gern. Beides gern. Jetzt eigentlich in letzter Zeit lieber wieder farbig. Du weißt ja selber, wie sich das Ja. wandelt. Du hast deine Phasen. Ne? Ja. Ich hatte meine Japan-Phase, dann kam Black and Grey-Phase und dann wollte ich gar nichts mit Farben zu Ja, tun haben. ich hatte zwischendurch überhaupt keinen Bock mehr auf Tätowieren, wenn ich ehrlich bin. Ja, siehst du, das Also ich habe das in einem Podcast vom Andreas von The Sin and the Sane schon gesagt, wenn ich meinen Job, also wenn ich den Job meiner Shopgirls machen müsste, würde ich heute für verhaftet werden, weil ich würde jeden zweiten da kann ich nichts mehr mit tun. Ne? Ich will das. Ja, dann machen wir das so ähnlich. Nee, ich will genau das. Ja, aber das gibt es doch schon. Das hat ein anderer Tätowierer für einen anderen Kunden gemacht. Ja, kannst du den 1000-mal sagen. Ja. Und die meinen immer noch, die wären die Einzigen, die das im Internet gefunden haben. Ja, was denn noch kommt, dann kommen die mit den Fotos, wo der Arm noch gewölbt ist. Und davon sollst du dann machen. Das ist scheiße. Ja. Ich meine, dafür kann ich ja gut genug zeichnen, dass ich das improvisiere. Ja. Dann malst halt den Rest dazu, der hinten verschwindet unterm Arm oder so. Aber ja. Ich sag dir nicht schon mal, wenn, dann gib ein Zeichnungen, Gemälde, aber nicht fotografierte Tattoos. Ja. Und KI? Ja, nein? Gar nichts. Da habe ich auch nichts mit am Appel. Ja. Und ich wüsste auch gar nicht, wie es geht. Ich bin froh, dass ich das Handy bedienen kann. Ich kann dir sagen, wie es geht, aber ich wollte wissen, ob du sagst, sollte ein Tätowierer nicht nutzen. Ich meine, die nutzen alle Google, Pinterest, hast du noch nicht gesehen, klauen Bilder, die da... Ja, habe ich schon. So, und mit KI kannst du ja wirklich noch deinen Wünschen entsprechend was entwerfen lassen. Ja. Ne? Ja, nee, habe ich Also nicht. ich habe mich mit Paul Booster auch drüber unterhalten und der hat da auch einen Podcast zugemacht und der hat gesagt, ja, KI ist ja noch besser als Google oder Pinterest, weil das, was da rauskommt, ist ja noch individueller als das, was du jetzt aus dem Netz ziehst, die Kunden. Ja. Ja, nun ist ja so, dass ich nicht mehr viel mache. Ne? Ja. Also dann, Interessiert dich das auch nicht mehr Nee. so. Ja. die sollen sich ihre Sachen raussuchen und damit kommen. Ne? Und fertig. Okay, was würdest du heute anders machen, wenn du das nochmal von vorne machen könntest? Alles genau so? Ich würde mich verpissen in die Staaten. Aber glaubst du, da sieht es besser aus? Nee, aber Noch schlechter als hier? ich will mir auch nur die Eier in der Sonne hängen und so. Ne? Ach so. Irgendwo Strand und Palmen und ist gut. Ja, Das ist aber auch nicht überall in Amerika so, ne? Da musst du dir schon einen guten Ort ja, aussuchen. den würde ich mir den richtigen Ort aussuchen. Okay. Ne? Ich möchte nicht in die Berge. Ne? Nee. Hier, wie heißt der mit dem Bär? Ja. Ja, Nee. der Mann aus den Bergen. Wie hieß er? Ich weiß es auch nicht Ja, mehr. egal. Ja, also du würdest auswandern. Ja. Ja. Wenn es nochmal auf Anfang gedreht wäre. Ja, ich habe ja hier die Mutter von meinem späteren Sohn, habe ich ja in New York kennengelernt. Ich habe ein halbes Jahr in New York gearbeitet, also ich will nicht mehr in New York arbeiten. Also ich will nicht mehr in Amerika arbeiten. Das ist alles, weiß ich nicht, zu oberflächlich und da gibt es auch gar nicht so die gesellschaftlichen, freundschaftlichen Verflechtungen wie hier. Das ist alles so anonym, weil jeder zieht immer weg. Also wenn einer wegzieht, ist das ja direkt 2500 Meilen weg. Ne? Das ist ja nicht so, als wenn einer nach Hannover zieht oder nach Köln, dass du den dann in einer Stunde besuchen kannst. So, und deswegen gibt es diese
freundschaftlichen Klicken und so gibt es da auch gar nicht. Also Ja, blöd. das hat mich abgestoßen. Und New York, da bist du halt nur eine Nummer. Ne? Da kannst du dir auch Da hätte ich auch keinen Bock Geschlechtsteil auf die Stirn tätowieren lassen, die gucken dich noch nicht mal an. drauf. Nee, das Ja. Ein Lehrling von mir ist jetzt ist ein halbes Jahr, ein halbes Jahr weg hier und ist dann in Thailand. Tätowiert da. Da sitzen übrigens auch richtig gute Jungs. Und das gefällt, ja, Bernie Lusser hat ja in Bali auf Bali, sein ja. Ding, ne? Ja, und das ist eigentlich, finde ich eigentlich gut, möchte ich auch mal hin. Der ist da mit den Tätowierern mittlerweile unterwegs. Am Anfang war es ein bisschen, Ja, wenn du als Ausländer da hinkommst und erfolgreich bist, das sehen die nicht so gerne. ja, und Ne? jetzt ist der ja, jetzt macht er das schon 13, 14 Jahre dahin regelmäßig und kennt da schon Leute und Studios und schickt doch mal Bilder. Schön. Da sitzt er aber auch dann für ein Apfel und ein Ei von dem, was er hier kriegt. Ne? Weil da ist das Leben natürlich auch viel billiger als hier. Ne? Der tätowiert hauptsächlich, Europäer, die da runterfliegen. Ne? Ja gut, dann kriegt er den europäischen Preis natürlich auch. ja. Ja, ja gut, Aber der schon Dani interessant, der hat mir Bilder geschickt, wie die da in der Palmhütte da sitzen. Ja. Und alles offen, ne? Ja, alles offen. Der liegt da auf. Die Liege, die ist auch selbst geschustert. Ne? Ja, Ja, ja geht das doch. ist ja so. Ne? Ja, ich sage, ich war 72 habe ich angefangen, meine ersten Stiche zu machen. Und bis ich das Studio aufgemacht habe, habe ich mich ja Wald- und Wiesentätowierer genannt. Was ist 10 Jahre Wald- und Wiesentätowierer? Ja. Überall. Ne? Ja. Oh wei, oh wei. Ja, gut, aber da hast du dir auch einen Namen gemacht. Ne? Ja. Also künstlerisch, ey, Bernie Luther ist ja ein ich habe Arme gesehen, die hat der freihand gemalt. Oder auch komplette Seiten, ne, Rippen. Da schnallst du ab. Ne? Ja, der ist aber auch voll, ob es Bernie Luther ist oder ob es Klaus ist, orientieren tun sich beide an Philipp Loy. Ne? Ja. Und du Okay. siehst das an den Dämonenschädeln, an den Drachen. Ja, Das ist Philipp Loy. ja, Klaus Fuhrmann und so ja auch. Ne? Das ist ja alles, aber ey, das ist auch eine hochkünstlerische Richtung. Warum soll man sich nicht an Den Namen habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, Fuhrmann. Fuhrmann, ja. Der war auch gut. Aber die haben auch richtig gutes Zeug rausgehauen. Ne? Ja. Ja, oder Mick Zürich, ne? Hat sich auch an Philipp orientiert, aber hat sich auch einen Riesennamen gemacht. Ne? Ja, der kommt übrigens auch noch immer zur Sin and the Saint hier, Aachen, Kaiserstadt Expo, Mick. Der ist fast jedes Jahr da gewesen. Ne? Ja. Ja, würde ich eigentlich auch mal gerne wieder machen. Was? Auf einer internationalen, jetzt beim Andreas. Sonst eigentlich nirgendwo. Ja, Ich habe mir letztens schon überlegt, vielleicht da Marcel seinen Rücken fertig machen. Mal gucken. kannst du gucken, sagst du Bescheid. Aber du hast ja eh auch einen guten Draht zum Andreas insofern. Ja, Ja. ich werde ihm die Maschine auch zurückgeben. Die hat er mir ja gegeben wieder. Ne? Ja? Von Mickey Sharp. Die ist mitgenommen hat, der, wie heißt er noch, wo ich dann den Punk mit hatte. Chris, der hat ja beide Ich weiß. mitgenommen und die waren nicht von dem, die habe ich ihm zum Arbeiten gegeben. Oh, Ja? Und Ja. ich habe die Umwege zurückbekommen. ja. Ja, mit dem Chris habe ich ja auch 11 Jahre zusammengearbeitet. Und dann ohne Streit, keine Ahnung, auf nichts und seitdem keinen Tag mehr Kontakt. Ist mir bis heute ein Rätsel, wie man 11 Jahre mit jemandem zusammenarbeiten kann Ja, siehst du. und dann den Kontakt auf Null setzt. Ne? Ich meine, ist jetzt auch schon 9 Jahre her, aber ich verstehe es bis heute nicht. Ne? Und wie sieht mit dem Richard aus? Auch nie mehr gesehen. Der arbeitet wohl ab und zu beim Chris, ne? Also Das habe ich gehört. zu dem habe ich noch Kontakt. Ne? Zum Richard? Okay. Der hat sich auch nie mehr bei mir gemeldet. Und Ne? Chris habe ich das letzte Mal gesehen, da habe ich ihn gefragt, ob ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich erst meine Sachen kopieren soll und dir dann auf die Schnauze schlagen oder dir erst auf die Fresse hauen und dann meine Sachen kopieren. Da ist der aus dem Kopierer laufen gegangen. Hat seinen ganzen Müll da liegen lassen, so ein Stapel. Weg war er. Alles dein Zeug oder was? Nee.
durch Zufall. Ich stand hinter dem. Ich wollte was kopiert haben. Ach so, okay. Und der stand in diesem Koppelladen und hatte so Von, was, Stapel. von wann reden wir? Von, Wann war das? War schon eine Weile her. das ist eine Weile, 10 Jahre? 5? Länger. Länger als 10, ja. Und ja, der hat mich nicht bemerkt. Ich habe ihn Angetippt. sich rumgedreht und da habe ich ihm diese Frage gestellt und ist er raus. Ne? Okay. Ja. Groß und breit, aber nur heiße Luft. Ja. Das ist, Tätowiert noch einer aus deiner Familie? nee. Aber hat mal, ne? Zwischendurch, oder? Ja, der Junge von mir, der sitzt jetzt in Zürich, aber vergiss es. Nein? Nee. Okay. Ich weiß nicht, was da ist. Nicht mehr so Kontakt? Doch, so mit dem Tätowieren ist halt so gewesen. Ne? Der brachte gleich immer in Österreich gleich immer 5, 6 Kumpels mit. Die saßen vorne, saufen Red Bull, die Aschenbecher am Überquellen. Ne? Er hinten macht dann einen auf großen Zampalo. Ne? Weißt du? Okay. Und ich sag mal, So was nicht. soll dieser ganze Zirkus? Ne? Ja. Das ist ja kein Theater. Du sollst arbeiten. Und dann guck dir mal vorne den Laden an. Nach 3 Monaten hatte ich die Schnauze voll. Ich sag, das, ja, Ja, geht doch nicht. nicht. Ne? Ne. So und dann, ja. Ne? Ich sag ja auch immer hier, sagen die immer Magic Moon, warum hast du das so groß gemacht? Wenn du das Ding in einer großen Stadt hättest, dann ist nämlich genau das Problem. Da hast du den ganzen Tag die Leute, die in der Stadt nichts zu tun haben, hast du da drin. Ja, die rauben dir Zeit, Energie. Ne? Und wenn sie rauskommen müssen, das machen die Jungs. Busbahnhof. Ja, Das Beste, die warten auf den Bus, die kommen da rein, labern dir die Ohren voll. Ne? das Studio am Bahnhof. Ja, Ja. die warten nur auf den Bus, die Arschlöcher. Ne? Dann ist auch noch Winter, die latschen da mit den Quantener Schnee oder Schneematsch unter die Füße und siffen den Laden ein. Und hatten eigentlich mit das überhaupt nichts zu tun. krieg Ne? so einen Hals. Ne? Ja. Ja gut, aber das hast du an so Spots. Ne? Ja, Das super. meine ich. Und in Österreich erstes Studio auch am Bahnhof. Auch Die am gleiche Bahnhof. Scheiße. Ne? Ja, Und Junge, was das hältst du hast du sagen? nicht zugelassen, das hast du entschieden. Ja, Ja. wir haben das gesehen und haben, das war sowieso, ich wollte mit Marcel eigentlich einen Venlo-Laden aufmachen. Jetzt sind wir in Venlo, wir sind ein Tattoo-Studio und genau neben dem Tattoo-Studio war ein Laden frei. Ich sag, den nehmen wir. Neben dem Tattoo-Studio. Ja, 2 Wochen ist der platt. Dann rennt der. Ich habe ja die Arbeiten gesehen, kannst du vergessen. Ja. Dann denken wir hin aufs Amt, ja hier, nein, geht nicht. Das finde ich gut in Holland. Eine Straße, meint er, ein Tattoo-Studio. Genau, Wir können Gewerbeschutz. gerne schön die Gewerbeschutz, nächste ja, ja. Querstraße nehmen oder da. Und dann haben wir eins gefunden, direkt neben der Bullerei, ein Riesending. Ganz, ja, da kannst du ja, ne? Ist ja uninteressant. Und ja, auch alles verglast über Eck. Und dann die Genehmigung, dann warteten wir auf die Genehmigung. Und das kam und kam, es kam nichts. Ne? Machen wir Österreich Urlaub. Ja, kommen wir da auf den Bahnhof und dann sehen wir dieses Ladenlokal. Ich sage, weißt du was, Marcel, scheiß auf Holland, wir nehmen das hier. Ne? Die Holländer melden sich ja sowieso nicht. Ne? Dann haben wir das genommen und eine Woche später kommt das aus Holland, die Bewilligung. Ja, schon zu spät. Ne? Angemietet und schon angefangen. Ne? Ja. Ja, so. Ne? Wer weiß, wofür es gut war. Nee, Holland wäre super geworden. Wäre super geworden. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ey, ne? Ja, Wahnsinn. Du konntest in den Keller rein und der Keller war genauso groß wie das Studio. Riesig. Und die haben, In Venlo jetzt, was ihr nicht ja, gekriegt habt. und die haben schon den Gang zum Keller runter, da war irgendein Top-Künstler. So Sachen hier, ne? Wahnsinn. Die ganzen Wände bemalt, riesen Tiger, weißt du, 3 Meter groß, aber perfekt, mit dem Dschungel dahinter. Dann ging es so weiter, alles voll gemalt. Schon, richtig geil schon. Und da unten, Also hättest du so übernehmen können? Dann? ja, Boah. und unten, aber da war kein Tätowierer drin, ich weiß nicht, was da war. Und dann im Keller da hättest du Partys feiern können. Ne? Hättest die Kuh fliegen lassen können, aber 100 Pro. Ja. Ja, Hat er damit sicher auch getan hätte. Deswegen sage ich ja, wer weiß, wofür Judas das nicht geklappt hat. Ja. Würdest du heute noch einem jungen Menschen raten, mit dem Tätowieren anzufangen? Ja klar, wenn der Talent hat, auf jeden Fall. Da sitzt Weil? jemand, der hat Talent dafür und macht es nicht. Ich krieg einen Knall, ne? Ja, aber weil.
Glaubst du, dass die noch überleben können in Zukunft? Bei der Überleben? doch immer schwindenden Doch. Kundschaft? Ja, wie gesagt, nicht mit Studio und so. Ne? Ah, okay. Ich würde das, kann man ja anschließend machen. Wenn man meint, man ist gut genug und auch schnell genug, um das alles nachher zu finanzieren mit großen Laden und so eine Scheiße, dann kannst du machen. Aber doch ja. Ich meine, guck, ne? Siehst du, angefangen haben sie irgendwo alle so. Ne? Ja. Und andere glauben. Ja, wie gesagt, ich gebe Wissen auch gerne weiter, ne? Weil sonst verändert sich auch nichts. Ne? Wo war denn Und, damals? Also hast du mir irgendwas gesagt? War das in New York? Da dürfen sie gar nicht tätowieren, die. Nee, Hatten die durftest du alle, nicht. ne? Nein. In Österreich war die gleiche Scheiße eine Weile, ne? Das war ein Gesetz aus den 60ern, weil da ist Hepatitis wahnsinnig weit verbreitet worden in Amerika und da ist Tätowieren, nee, ich glaube noch länger zurück, egal. Auf jeden Fall war Tätowieren bis 2013 in New York verboten. Also man hat die Tattoo-Studios geduldet überall, man wusste das auch, aber die durften nichts raushängen mit Tattoo oder an den Schaufenstern. Ne? Auch Paul Booth hier, 90er Jahre, das war außerhalb von New York in der zweiten Etage, wo nur Büros waren und da stand dann Last Rides in so klein. Ne? Und dann gingst du rein und da warst du in einer Höhle. Ne? Die Wände also alle so verputzt, alles, da warst du wirklich, das war ein Museum. Ne? Ja, Paul. Ja, aber auch immer noch dabei. Ne? Ja, da war der ja noch mit der kleinen Barbara zusammen. Wie alt ist denn der jetzt? Der Paul müsste zwischen uns sein. Nee, Quatsch, der ist jünger als ich. Der müsste Mitte 50 sein, wenn ich nicht komplett falsch liege. Da war, als ich das Tattoo gekriegt habe, war seine Mutter mit ihm schwanger. Also vor 28 Jahren habe ich jetzt das Tattoo gekriegt von Paul Booth. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, ich War weiß dir eigentlich bewusst, dass ich nach Erkelenz gegangen bin, damit wir in Gladbach uns nicht konkurrieren? Nee, War dir nicht bewusst? nee. Wie du das aufgemacht hast, da saß ich gerade mal wieder so. Okay. Und dann bin ich ja nach Erkelenz gekommen, weil ich wissen wollte, wer ist Ja, da warst du ja da, genau. Ja, und seitdem, ja, klappt das ja. Ja. Jetzt haben wir da 1000 andere vor der Brust. Jetzt sind Egal. die Rentnergang. Ja, jetzt sind wir die Alten, das stimmt. Toto, es war mir eine Ehre, hat Spaß gemacht, selten so viel gelacht. Ja, Ne? Wir könnten noch 1000 andere Storys auspacken, ne? Mit jetzt zusammen 70, 80 Jahre Tattoo-Geschichte, da ist natürlich einiges zu erzählen, aber das kriegen wir leider alle nicht in die Sendung. Vielen Dank fürs Zugucken, ich hoffe, euch hat es gefallen. In 2 Wochen ist der Carlos zu Gast von To Die For aus Düsseldorf. Seid gespannt und bleibt gesund. Danke fürs Zugucken. Ja, geil. Sauber. aber wo kann man das denn jetzt gucken später? Überall, YouTube, Instagram. So, das ist Hardboiled Tattooland heißt das. Das ist so ein Kanal, da kommt das. Hardboiled. Und wenn du dir die ganze Länge angucken willst, wir haben auf YouTube einen Channel, da kannst du das auch angucken. Richtig.